Ja, ihr Lieben, Hallo zum Silvesterabend. Ich habe mir jetzt mal was Spezielles überlegt für ein Neujahrsorakel. Das heißt, wir gucken in ein gesamtes neues Jahr. Ich nehme kein großes Blatt. Eigentlich wollte ich das in einem Kreis legen, so wie eine Uhr, aber das geht hier vom Platz her nicht. Deshalb müssen wir es jetzt hier in 2 Reihen legen. Ich lasse die Karten nur springen. Wir beginnen mit Januar. Das dauert jetzt auch ein bisschen, das Auslegen, aber ihr wisst, dass mir das wichtig ist, dass das vor der Kamera passiert und dass ihr euch auch die Zeit nehmt, so auf ein neues Jahr sich mit einzustimmen, finde ich schon wichtig. Ja, es ist wieder ein Jahr vorbei. Ich bin jetzt das 2. Jahr raus aus der Pflege. Ich bereue es nicht. Es ist nicht immer leicht, aber es hat auch viele Vorteile und ich finde das irgendwie auch für mich als Mensch gut, dass es mir aufzeigt, dass es ja funktioniert. Ne? Und ich hatte auch Ängste, als ich noch ganz normal gearbeitet habe. Ich glaube, nach 30 Jahren Pflege darf man sich verabschieden. Man hat genug geleistet, genug Zeit verbracht für andere, auch körperlich. Und ja, auch hier an dieser Stelle nochmal danke an alle, an eure Unterstützungen jeglicher Art, mental oder per Spende oder Geschenke oder viele, die sind ja auch schon jahrelang bei mir. Erstaunlich, wo doch alles so kurzlebig ist und jeder schnell auswechselbar, bin ich immer froh, dass ich eben Leute habe, die mir längere Zeit folgen. So, 2, 4, 5. Eine brauchen wir noch. Ich bin jetzt mal ruhig, dann geht es vielleicht ein bisschen flotter. Ich lasse ja auch mal noch verdeckt liegen. Dann bleibt es spannender. Denkt daran, es ist eine kollektive Legung, das muss ich ja auch immer wieder sagen, dass es nicht auf jeden treffen kann. Das sind kollektive Energien, die ich hier für ein bestimmtes Kollektiv rausspringen lasse. Und dennoch hoffe ich, es ist für viele etwas dabei, die eben mit mir auch resonieren oder mit der Art, wie ich meine Dinge mache. So, jetzt habe ich es. Wir nehmen jetzt noch eine als grundlegendes Thema, das sich so an sich durchzieht. Dann gucken wir uns die einzelnen Monate an. Ja, und wir haben hier unten schon mal, dass wir mit dem Wassergeist im Jahr 2024 Träume manifestieren dürfen können, dass es ein Jahr wird der Manifestation und auch, ja, da wo man einfach sagt, da baue ich wieder drauf auf, da möchte ich hin. Ich mache das hier mal oben hin. Und ja, das ist so dieses tragende Thema, das uns begleitet im neuen Jahr, übers neue Jahr auch. Könnt ihr alles sehen. Ich denke doch. Ja, und die Karte sagt halt auch tatsächlich aus, dass unsere Träume Wirklichkeit werden können und in Erfüllung gehen. Und dass hier noch ein paar Schritte erforderlich sind. Und ja, dass man zuerst auch mal
sich darauf besinnt, wieder dran zu glauben, dass man es verdient, dass man seine Träume realisieren kann. Hier geht es auch ein bisschen um die Technik des Manifestierens, ne? Sich durchs Leben zu bewegen wie jemand, dessen Wünsche schon wahr geworden sind, sich auch so zu fühlen. Und es geht auch darum, für die Träume einzustehen, in Aktion zu treten, nicht darauf warten, bis der Ritter mit dem weißen Pferd kommt und einen rettet, sondern dass man wirklich sagt, okay, da und da möchte ich mich dafür einsetzen. Auch die Gefühle, die Emotionen, die dazugehören, nicht verdrängen, sondern fließen zu lassen, die Wahrheit nicht zu unterdrücken. Auch auf Dankbarkeit, mit Dankbarkeit immer wieder auf das gucken, was man schon hat, damit es sich vermehren kann. Das Wasser steht ja auch für die Emotionen. Hier geht es auch um ein ausgeglichenes, emotionales Leben. Denn zu viel Emotion kann Erschöpfung bringen und zu wenig innere Leere. Ja, die Kräfte des Universums werden uns hier unterstützen und auch reagieren, gerade in puncto dem, was man sich wirklich wünscht, wo Lebensträume sind. Auch eine gute Zeit für alles, was man bisher vielleicht verdrängt hat oder ja, verschoben. Und man ist jetzt am Zug in diesem Jahr und die Karte sagt, dass Timing alles ist, ne? Also gutes Timing für die Dinge. Und jetzt schauen wir mal, was der Januar hier mitbringt. Wir haben im Januar die Energie, ich muss noch ein bisschen schieben hier, des Steinkreises. Und der Steinkreis bringt uns eine Übergangsphase mit. Also es geht sehr wohl auch bei dieser Phase um ja auch eine gewisse Mystik, die so ein Steinkreis an sich mitbringt. Und es geht um das Thema, dass man tatsächlich von einer Phase in die nächste geht, in eine andere Lebensphase. Wenn das Leben sich verändert, gehen ja da immer komische Gefühle manchmal mit einher. Oder man hat auch dieses Ding, dass man denkt, oh, jetzt verliere ich das, was mir lange geholfen hat. Aber hier geht es auch um so ein bisschen Lebensreise und es geht darum, dass man diese Übergänge oder diese anderen neuen Phasen auch anerkennt. Und dass man nicht so wie ein geschütztes Schiff am Meer liegt, das eigentlich gemacht ist zum Segeln oder zum über die Meere gehen. Also sich auch damit begrenzt, irgendwie so hängen zu bleiben. Und der Steinkreis wird einen auch genau dorthin bringen, wohin man reisen muss. Hier sagt die Karte schon im Januar, dass uns eine mystische Pilgerreise bevorsteht und dass tiefe Erkenntnisse entdeckt werden und dass man auch ein Gefühl von Sicherheit hat. Ich würde hier mal eine Lenormand-Karte für den Januar noch draufspringen lassen als Zusatzthema. Hat sich eine umgedreht. Guckt mal, ihr glaubt es nicht, tatsächlich das Schiff, ne? Es geht beim Schiff um die Träume, um das Manifestieren, um die Sehnsüchte, um die Wünsche, die man hat. Es geht darum, Distanzen zu überwinden, in Fahrt zu kommen. Und wie die Karte auch schon sagt, ne, nicht dieses, ich bin am Anker, als Schiff möchte ich doch segeln. Und das wird uns hier für den Januar gesagt. Okay, dann gucken wir weiter in die Energie des Februars und da haben wir schon das Erwachen mit dem Hüter des Frühlings. Hier ist ein perfektes Timing, das ja hier auch vorausgesagt wird, dass man das so ein bisschen braucht. Und es geht darum, nicht zu zögern, sondern den richtigen Zeitpunkt zu nutzen, um zu handeln. Man kann auch langsam vorangehen, Hauptsache man geht voran. Manchmal muss man sich ein bisschen zurückziehen, jede einzelne Handlung auch bedenken. Aber es ist Zeit, um weiterzugehen, um voranzuschreiten. Und es geht darum, dies möglichst selbstsicher zu tun.
Es kann sein, dass da ein bisschen Durcheinander oder Chaos ist. Das gehört aber zu der Zeit, wo man aufwacht oder wo man ein Erwachen verspürt, auch dazu. Und hier darf man auch drauf gucken, dass man sich nicht von solchen Impulsen rausbringen lässt, sondern einfach mit Entschlossenheit weitergeht. Hier haben wir ja den Hüter des Frühlings und der zeigt eben auch im Prinzip Hoffnung, Erneuerung, Wachstum an. Und auch hier speziell auf dieser Karte geht es um große Veränderungen, um Dinge, die allmählich herangereift sind, die jetzt greifbar werden. Und es geht schon auch um eine tiefgreifende Transformation, um einen Umbruch. Und man hat so die Schwankungen der Erneuerung mit dabei, aber die Karte weist auf ein herrliches Endergebnis hin. Was kriegen wir hier von den Lennys mit? Ja, lass dich von Selbstzweifeln nicht ausbremsen. Manches fühlt sich vielleicht noch komisch an. Das gehört dazu. Aber hier können auch viele ungute Situationen in die Erfüllung gehen. Ne? Also, dass man eben sagt, ich bleibe nicht in so einer unguten Situation hängen. Ich nehme die Energie mit, die mich erfrischt, zur Tat schreiten lässt. Ich lasse mal meine Zweifel beiseite. Okay, dann haben wir den März und hier haben wir den Hüter des Herbstes und es geht um das Thema Loslassen. Hier geht es darum, dass man irgendwelche Kämpfe aufhört. Ne? Es geht auch darum, dass man sich nicht brechen lässt vom Leben, sondern dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt in diese Energie, wo ich akzeptiere, dass etwas bewältigt wird, egal wie, und wo ich etwas auch nicht festhalten kann, zum Beispiel die Kontrolle oder sowas. Ne? Man hat vielleicht hier irgendwo Erwartungen, die nicht erfüllt wurden oder man möchte keine Entscheidungen treffen, man ist angespannt, man versucht das Leben in eine gewisse Richtung zu lenken und es fühlt sich irgendwie nicht gut an und wenn man Dinge loslässt und nicht erzwingt, dann wird der Weg auch viel entspannter. Ne? Es gibt natürlich auch Momente, in denen man was festhalten muss. Doch jetzt ist hier so die Zeit, wo man abgibt, wo man sich hingibt, wo man sich öffnet auf die Führung des Kosmoses oder der Kräfte von oben. Und es geht auch viel um Kontrolle loslassen und das Universum mehr also die Verbundenheit zum Universum mehr mit einbeziehen. Man braucht auch nicht alles selber machen, man kann freigeben, was nicht mehr dienlich ist. Das Leben entrümpeln und das Herz wieder öffnen und auch Unterstützung von oben oder von anderen anzunehmen, wird hier ein Thema sein. Was sagen die Lennys dazu? Ja, da wo du was loslässt, hast du vielleicht auch einen Schmerz aus Kindertagen, den du zurücklassen kannst. Gleichzeitig vielleicht auch Dinge loslassen. Man muss auch die Kinder immer wieder ein Stückchen weit loslassen. Möglicherweise sind es nur Kleinigkeiten, die dir dann aber auch wieder erlauben, hier etwas Neues für dich zu akzeptieren, anzunehmen. Vielleicht auch einen Monat, wo viele neue Dinge an sich auf uns zukommen, wofür man alte loslassen muss. Das ist ja jetzt sehr passend. Wir haben hier im April den Neubeginn mit der Osterglockenfee. Wenn ihr genau hinschaut, hat sich das hier schon angekündigt im März. Echt sehr interessant. Da lässt man noch los, da sieht man schon die ersten Dinge, die man so wieder greifen kann. Und hier kommt dann der Neubeginn und es wird uns klar, dass das Leben eben in Rhythmen verläuft oder auch in Zyklen, dass die Erde Regeln hat, ne? Dass im Herbst die Blätter losgelassen werden, dass sich hier dann die Energie neu generiert. Es gibt also Zeiten für Anfang und auch für Ende und hier wird ein Lebensabschnitt
geschlossen und ein neuer beginnt, in dem hier sehr viel Wachstum ansteht. So, es ist auch so ein bisschen eine verkündende Karte, ne, an sich. Und die Karte rät auch, eine neue Seite im Buch des Lebens aufzuschlagen, neu anzufangen bei irgendetwas, vertraute Abläufe zu verlassen, Dinge hinter sich zu lassen, die nicht mehr nährend sind. Auch dieses Ding, dass man nicht im Alten gerne verharrt, weil man ja vielleicht auch nicht mutig genug ist, in neue Gewässer zu gehen. Manchmal hat man tatsächlich auch Angst vor dem Loslassen, das halte ich auch für normal. Aber die Karte sagt, dass wir hier wundervolle Gelegenheiten auf uns warten haben. Hier eröffnen sich Dinge, die uns wieder ganz werden lassen. Und es ist einfach wichtig, dass man sowohl Anfang und Ende auch bejaht. Es kann hier Zeit sein, wo neue Projekte ins Leben kommen. Vitalität, Lebenskraft sich erhöhen, Raum schaffen für einen Neubeginn, also diesen Platz auch bewusst frei zu machen für die Dinge, die man neu haben will, scheint in diesem Monat ein großes Thema zu sein. Okay, dann, welche Karte geht hier noch mit? Wir haben hier das Außen, die Öffentlichkeit, das Sehen und Gesehen werden. Möglicherweise auch viele Gelegenheiten, die von außen auf uns zukommen oder wo wir uns viel zeigen dürfen, damit wir hier zu unserem Ergebnis kommen. Dann gehen wir hier in den Mai und im Mai haben wir hier den Zauber des Mondlichts mit dem Thema Magie. Also ein magischer Monat, in dem wir auch spüren, dass um uns herum viel Magie ist. Die Schleier zur anderen Welt durchlässiger sind, dass wir hier auch viel mit Naturgeistern und so umgeben sind, dass wir sie auch spüren oder bemerken können und dass wir uns so bewusst werden, dass das Universum wirklich zauberhaft ist. Möglicherweise ist es so, dass hier, obwohl es dunkel ist, der Mond dir den Weg weist, das Licht aufzeigt. Der Mond soll dir hier auch zeigen, dass du deinen Gefühlen vertrauen kannst, dass man sich safe fühlt. Auch wenn man es zum Beispiel noch nicht sehen kann, aber das Vertrauen ist dann so groß, dass es spürbar ist und dass es irgendwie so auch mystisch gut sich anfühlt. Hier geht es auch darum, in dem Monat vielleicht wieder verstärkt die Magie des Lebens wahrzunehmen, der geistigen Welt, mit erstaunten Augen drauf zu gucken, was alles möglich ist. Es ist ein Monat von lichtvoller, empfangender Energie vom Mond und auch von Kreativität. Und in dem Monat sind besondere Botschaften für uns verfügbar. Möglicherweise hat man hier auch sehr viel spirituelle Erkenntnisse, die man hat, die man nutzen kann. Eine Lenormand-Karte noch. Was haben wir hier gekriegt? Ja klar, die Sterne. Die sternenklare Nacht, die Sterne, die auch für Magie stehen, die die Dinge unter einen guten Stern stellen, wo Visionen vergrößert werden, wo man die Spiritualität spürt, das Glück einem auf dem Weg gesonnen ist und wo man auch eine große Lektion gelernt hat und von diesem Punkt seine Vision wieder vergrößern kann. Wunderbar. Dann gucken wir uns die nächste Karte an. Das wäre dann der Juni und da haben wir den Hüttensänger mit dem Thema Fröhlichkeit. Ja, und wenn die Karte kommt, dann ist sie schon ein Omen für Freude, für Feiern, für Spaß haben, das Hier und Jetzt bejahen, Zweifel, die sich auflösen, dieses Gefühl, es ist alles einfach, man verspürt den Sinn des Lebens,
Auch, dass es Sinn macht, glücklich zu sein und nicht die ganze Zeit von irgendwelchen schlechten Energien umgeben zu sein. Und egal wie die Umstände auch um uns herum sind, es gibt immer was, was einem auch Freude bereiten kann. Und auch nochmal die Erinnerung, wie beim Manifestieren, dass das, was auf wo unsere Aufmerksamkeit drauf geht, einfach auch wächst und gedeiht, ne? Also so diesen Fokus zu halten auf die Bereiche des Lebens, die glücklich machen, wird auch das Glück erhöhen. Ja, es wird so ein Monat, wo man das Gefühl hat, alles wird gut, ich bejahe das Leben, meine Zweifel können in den Hintergrund. Es wird auch so ein Monat, wo man nicht wartet, sondern wo man einfach jetzt lebt und wo man verspürt, dass man nicht kämpfen braucht oder leiden, um voranzukommen. Und wo einfach die Freudengefühle auch groß sind, wo man selber wieder spürt, über was man sich freut. Was sagen denn da die Lennys dazu? Ja, schicksalshafte Ereignisse, vielleicht ein Lebensthema von dir, Leid oder Freude zu empfinden. Ein Thema, das schwer war, in die Fröhlichkeit zu bringen oder sich davon nicht abhalten zu lassen, trotz allem was Gutes im Leben zu finden. Möglicherweise auch so ein Kapitel im Jahr, wo man sagt, okay, ich lasse mal einen bestimmten Schmerz oder einen bestimmten Berg auch hinter mir. Auf jeden Fall Themen, wo ihr verstärkt gucken könnt, wo Ursache und Wirkung für euch kommen in dem Jahr, in dem Monat, ne? Also gucken, was möchte mir das Schicksal sagen und wie fest stehe ich damit im Leben. So, dann kommen wir zur zweiten Jahreshälfte. Wir schauen weiter. Es geht praktisch weiter mit dem Juli jetzt. Und für den Juli haben wir die Dornenhecke und es geht um das Thema Unwägbarkeiten. Kennen wir ja auch alle diesen Ausspruch, oh, das ist dornig oder ne, es hat Stacheln, was dann wiederum bedeutet, es ist schwierig oder bringt Herausforderungen mit sich. Und es geht darum, dass man vielleicht das Gefühl hat, in irgendeinem Bereich des Lebens festzuhängen oder man nicht so richtig weiß, welche Richtung soll ich nehmen. Und es geht darum, dass man das nicht erzwingt, das Weiterkommen, weil man sonst immer tiefer in das Dornengestrüpp rein verwächst. Hier besteht der erste Schritt darin, zu gucken, wo man steht, dies zu akzeptieren oder überhaupt auch mal zu akzeptieren, dass man wo festhängt, dass wir nicht immer Vollgas fahren können. Denn von oben wird uns eigentlich Erfolg gewünscht. Und wenn er nicht eintritt, ist es so erforderlich, dass man eine Kurskorrektur vornimmt und dass man die Begebenheiten einfach anerkennt. Es kann sein, dass man hier in dem Monat ein bisschen warten muss, bis man die richtige Richtung sieht und dann langsam und mit Methode voranzugehen. Es ist auch wichtig, das Timing gut zu wählen, dass man nicht kämpft, sondern vertraut und damit dann mit dem gediegenen Weg eine längerfristig gute Belohnung kriegt. Und dass wir auch nochmal uns daran erinnern, dass wenn die Zeit reif ist, die Dinge sich sowieso auch mehr fügen. Dann gucken wir mit den Lennys für den Juli. Eigentlich ist es bis jetzt echt eine schöne Legung, ne? Es hätten hier, weiß Gott, andere Karten kommen können. Es sind viele. Hier ist vielleicht ein Monat, wo man Dinge in der Liebe mit Schwingen hat oder wo es um Herzensangelegenheiten geht. Wo die Dornen sind, da gibt es halt auch Stacheln. Da kann schon sein, das ein oder andere piekst einmal auch auf dem Herzen. Ja, vielleicht geht es auch darum, die Dinge mit dem Herzen zu tun, sich um Herzensangelegenheiten zu kümmern, der Liebe wieder Einzug geben in seinem Leben.
oder die Dinge aus Liebe raus überhaupt zu machen oder das, was einem eben am Herzen liegt, umzusetzen. Okay, dann kommen wir in den August. Und für den August haben wir hier den Pegasus und da geht es um das Thema Überwindung. Hier haben wir praktisch das geflügelte Pferd, das die Unsterblichkeit der Seele symbolisiert und auch die Reise in den Himmel. Und wenn die Karte kommt, dann ist es ein Zeichen für uns, dass wir uns auf einen tiefgreifenden Impuls und auch auf spirituelle Entwicklung einstellen sollen. Denn auch hier kommt wieder eine gewaltige Transformation. Es geht um große Dinge, die einem möglich werden. Und hier hatten wir schon so ein bisschen die Dornen, die sich angekündigt haben. Und das baut wirklich toll drauf auf, denn die Karte sagt auch, sei bereit, wenn es Unabwägbarkeiten gibt oder Widrigkeiten, drüber hinweg zu fliegen, sich nicht darin festzuhängen oder auch zu verfangen. Es geht auch um die Perspektive, ne, die man hier hat. Man guckt von oben runter. Es geht um einen Monat, wo man sich Zeit nehmen soll, nach innen zu schauen, zu meditieren. Es gibt hier viele Offenbarungen. Und es geht auch darum, verstärkt die Dinge aus einer höheren Warte aus zu betrachten. Dramen oder sowas von anderen, emotionale Spielchen nicht mitzuspielen, wird auch ein Thema sein. Und es geht hier auch um Kreativität. Also die Karte fordert einfach auf, sich zu konzentrieren, denn man hat unglaubliche Schöpferkraft, die hier vorhanden ist. Und es ist so ein Monat, wo man auch die Pilgerfahrt der Seele richtig spürt, wo man irdische Lasten überwinden kann, wo man einfach auch über Ereignisse hinwegfliegt, statt sich noch mehr hineinzudrehen. Es geht auch um das Gefühl des Unvergänglichseins und auch Bevorstehen von einem großen Wandel. Was sagen die Lennys dazu? Ja, guckt mal, haben sich zwei umgedreht. Die Unklarheiten, die verschwinden, Anfang und Ende. Etwas geht, etwas kommt, was sehr viel mehr Klarheit für uns mitbringt. Dinge, die wir vielleicht auch vermieden haben, belastende Dinge, die Karte sprach ja von der irdischen Last, werden hier weggenommen und wir werden erstrahlt und auch mit viel größerer Klarheit danach dastehen. Wir gucken in den September rein, da haben wir das Thema Großzügigkeit, Baum Ahorn. Und die Karte erinnert uns auch an dieses Ding, dass wir einfach spüren, dass man 10-fach zurückbekommt, was man gibt. Also gibst du Schlechtes, kriegst du auch das 10-fach zurück. Gibst du Gutes, eben auch das. Es geht um das Empfangen und um das Weitergeben von Empfangenen. Also Dinge, die man mit Liebe weitergibt, sind hier gemeint. Das kann Unterstützung sein, das können Dinge sein, das können Gespräche sein, was immer, ne? Und die Karte läutet einfach ein, dass der Moment gekommen ist, auch von ganzem Herzen was weiterzugeben. Auch ohne sich groß Gedanken zu machen, was man zurückbekommt. Denn genau auf diese Weise kommt man in den kosmischen Fluss des Lebens und die Segnungen werden allen überhäufen. Der Ahorn ist ein Baum, der unter verschiedensten Umständen überleben und gedeihen kann. Das sollte uns natürlich auch was sagen. So, dann geht es darum, dass man offen ist, die kosmische Fülle und gleichzeitig großzügig anderen gegenüber sein soll. Also von Herzen zu geben, offenen Herzens auch zu empfangen. Dann wird das hier ein Erfolgskonzept oder kann es ein Erfolgskonzept werden. Lass dich hier von Hindernissen nicht ausbremsen. Vielleicht geht es auch
in dem Monat verstärkt um Blockaden, die man mit Geben und Nehmen hat. Auch das könnte sein. Und schau vielleicht auch mal großzügig über das, was andere tun, drüber hinweg, ohne dass es dich selbst blockiert. Okay, wir gucken weiter in den Oktober. Und im Oktober haben wir die Elfenkarte und es geht um das Thema Verspieltheit. Hier darf man sich verstärkt auch mal wieder um das innere Kind kümmern, die kindliche Unschuld annehmen. Auch gerade wenn man in der letzten Zeit vielleicht alles sehr ernst genommen hat. Es geht hier darum, lockerer zu werden. Alles, was man dafür tun sollte, ist, es sich gut gehen zu lassen. Wenn es jetzt so ist, dass private und berufliche Verpflichtungen so ein bisschen blockierend wirken, die Ausläufer haben wir hier schon, dann gönn dir eine Auszeit, lass deiner Seele was Gutes zukommen, mach etwas Unerwartetes. Glück kann viele Facetten haben und Glück ist auch ein ganz großes Geschenk, das man der Welt machen kann. Also Glück steckt auch an, ne? Glück weitergeben und das überhaupt, ja, ich sag mal, als tiefgründige Einsicht zu haben, das Glück, das kannst du dir mit nichts erkaufen, diesen inneren Zustand von Glück. Okay, Leichtigkeit, Verspieltheit, möglicherweise möchtest du auch hier den Wald mal wieder betreten und mal gucken, ob du irgendwo eine Elfe wahrnehmen kannst. Die gelten hier auch als fröhliche Schlingel, ein bisschen für Streiche und Unsinn. Und auch das kann unseren Alltag erhellen, ne? Wenn man das auf kindliche Zeit mal macht, wenn man mit Spaß an die Sachen rangeht und wenn man einfach da guckt, dass das eigene Wohlergehen und die Freude genauso wichtig ist, wie das, was wir jeden Tag essen und trinken. Wir gucken mit den Lennys. Ja, vielleicht mit Zeit mit Freunden verbringen, gemeinsam etwas tun, das Gefühl der Freundschaft auch zu pflegen oder eben das, was dazugehört, mit anderen Verspieltheit zu erleben, sich selber treu sein auch. Oder auch irgendwelchen Kindern, die man selber hat, dieses Gefühl wieder mit auf den Weg zu geben, dass es auch mit Leichtigkeit geht. Wir kommen in den November und da haben wir den Hüter des Sommers. Und das ist jetzt immer so spannend, denn hier sind ja verschiedene Jahreszeiten mit drin. Die liegen hier alle verquert, ne? Außer der Frühling. Aber im Prinzip geht es eben um die Qualität der Jahreszeit und hier haben wir im November das Thema Wachstum wieder drin. Man sieht diesen Apfelbaum, der ist voller Früchte auch. Es ist warm, sei es ist warm ums Herz oder die Sonne lässt die Dinge eben wachsen und das wird in diesem Monat stattfinden. Es geht auch darum, dass man sich energetisch gut fühlt, dass man sich zurücklehnen darf, dass man auf nichts warten muss, sondern hier spielt einem das Leben was zu. Es ist eine leidenschaftliche Energie, ein Streben wieder in Richtung der eigenen Träume. Ich denke auch, dass hier schon so die Ernte kommt für das, was man Anfang des Jahres manifestiert hat. Und es ist auch eine Zeit, wo man sich intensiv um sich selber kümmern soll. Nicht immer die anderen nur versorgen mit allem. Und es geht darum, dass man eine schöne Zeit hat, die voller Freude und Begeisterung ist, die auch hilft, weiter voranzugehen, damit man später froh ist, dass man so gehandelt hat. Im Sommer stehen eben die meisten Energien zur Verfügung, die etwas braucht. Auch spirituelle Energie, die Kraft der Sonne an sich. Und die Karte sagt einfach, dass man die Dinge mit Hingabe macht, dass man mutig voranschreitet, um später auch wieder Ernte einzufahren
und dass die Anstrengungen bisher sich gelohnt haben und hier kommen Fülle und Überfluss, Schönheit zurück. Hier darf man feiern und auch die Früchte seiner Arbeit genießen. Was sagen die Lemmys? Wäre ja jetzt schön, wenn die Sonne drauf springen würde, ne? Ja, eine Zeit, wo man für sich selber einsteht. Kann auch sein, dass der ein oder andere manchen Konflikt austrägt, der mit dem Thema Wachstum zu tun hat. Möglicherweise kriegt man auch so Dinge, mit denen man im Leben einen Konflikt hat, wieder mehr ins Fließen. Bereiten wir uns da drauf vor. Dann gucken wir in den letzten Monat, das ist der Dezember. Und da haben wir die Einhornkarte und die steht für das Thema Reinheit. Hier ist die Bereitschaft da, die Dinge wieder mit den Augen oder auch mit dem Staunen eines Kindes zu sehen. Die Einhörner stehen an sich für Reinheit, Unschuld, Hoffnung, Glauben, auch für Wunder. Und die Karte sagt eindeutig, wenn wir mal aufhören, die Welt durch die Brille der Vergangenheit zu betrachten, werden wir sehen, wie frisch und wunderbar das Universum sein kann. Auch dieses Bewusstsein, dass man jeden Tag neu beginnen kann. Man hat jeden Morgen, wenn man die Augen aufmacht, wieder das Ding, dass man sein Leben neu gestalten kann. Und dass man sich nicht über das, was war, ewig nur definiert. Ja? Man kommt hier auch so ein bisschen in dieses Ding von, ja, was taugt mir nicht mehr, was brauche ich nicht mehr, was unterstützt mich nicht mehr. Und je mehr man das weglässt und vor den Dingen, die neu kommen können, auch auf übernatürliche Art und Weise irgendwie mit ein bisschen Magie und Verzauberung, können hier tatsächlich Wunder in Erscheinung treten. Es geht auch so ein bisschen um die Zeit einer Reinigung, dass man praktisch bereit ist, sich zu klären auch, egal was passiert ist, ne? Man erobert sich so die angeborene Unschuld zurück, die Seele möchte sich rein fühlen und so ein Blickwinkel auf die Dinge, die sich verändert haben und wie sie eben jetzt sind. Ja, das ist so ein ewiger Prozess, also immer wieder staut man etwas an, nimmt man etwas mit, erinnert man sich an irgendwas. Und hier in diesem Monat ist viel reinigende, klärende Energie. Auch vielleicht selber an sich so ein Reinigungsprozess. Aber er dient am Ende dafür, dass man einfach spürt, wie durch Zauberhand Wunder im Überfluss geschehen können, wenn wir mal diese ganzen Sachen, diese ganzen dicken Knoten weglassen, die uns nicht rein sein lassen, die uns beschweren oder an uns kleben. Würde praktisch Ende des Jahres dann auch nochmal heißen, dass wir hier schon wieder neu manifestieren, denn wir klären uns so, ne? Das ist so diese Energie, ja, des Putzes, ne? Wo man alles ausmischt, was einem stört, was einen vollstopft und das wirklich nur verstaubt irgendwo und einen belastet. Ein Monat der Entscheidungen, der Chancen, der Optionen, die gegangen werden können, neue Wege, die gefunden werden können und ja, auch eine Möglichkeit wieder, ich sage mal, mit gereinigtem Antlitz ganz neue Möglichkeiten überhaupt an Bord zu nehmen oder nicht immer zu denken, ach, die alten Wege, die wiederhole ich gerade im nächsten Jahr oder die halte ich sowieso nicht für möglich. Das ist hier so das tragende Thema. Ihr Lieben, bevor wir das jetzt beenden, gucke ich noch, welche Pflanze uns begleitet im nächsten Jahr und welcher Schutzengel. Und dann wünsche ich euch einen schönen Silvesterabend, ein gutes neues Jahr. Mögen sich alle eure Träume manifestieren.
Wir haben die Weide. Ja, die Weide sagt uns, dass Schmerzen und Ängste genesen. Die führt mitfühlend durch schwierige Zeiten. Die Weidenäste, die brechen auch nicht ab, die sind flexibel und biegsam. Und hier werden sich Dinge zum Guten wenden. Schon mal klasse. Man kann also auch wieder Anspannung, Ängste und Hindernisse total hinter sich lassen, die alt sind, die man nicht mehr braucht, auf die man nicht mehr bauen kann. Und mit einer gewissen Flexibilität gehen wir ja auch unbescholten, ungebrochen durch. Dankeschön. Ja, und uns begleitet der Engel der Schönheit. Wir sollen hier offen sein für die Schönheit des Lebens übers Jahr, was uns natürlich auch besser möglich ist, wenn wir eben nicht so voller Ängste und Schmerzen sind, aber an sich auch sich auf das Schöne zu fokussieren, den Blick darauf zu richten, ist ja auch etwas, das extrem zur Manifestation einfach auch beiträgt. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen ein wunderbares Jahr. Bleibt mir gewogen. Danke für alles, für eure Unterstützung, für alle Menschen, die ich auch hier kennengelernt habe oder die lange Zeit mit mir gehen. Oder auch neue, die mich immer wieder inspirieren, weiterzumachen. Ich würde mal sagen, bis nächstes Jahr. Ich drücke euch.